So, Frage 6. Ich habe sie gut trainiert. Wir werden besser. Was ist denn eure Lieblingsjahreszeit in Japan? Alles außer Winter. Echt? Auch der Sommer? Echt? Ja, ich glaube, eine der wenigen Personen, die ich kenne, die den Sommer, also ich finde ihn klasse. Also es ist super scheiße. Ich weiß, aber Ja. mein erster Winter, den ich in Japan hatte, der hat mich so ein bisschen schockiert, weil mir nicht bewusst war, da hatte ich das erste Mal mein eigenes Apartment in Japan und ihr wisst ja, das ist dünne Wände. Oh ich ja. hatte so ein einfaches aus Holz und ich habe von meinen Freunden schon sowas gehört wie, oh, jetzt ziehe ich schon zu Hause in meinem Apartment meine Handschuhe an und ich dachte so, wie, jetzt was? Und ich habe das dann später auch gemacht, weil es einfach so kalt war. Und ich war zu geizig, um die ganze Zeit den Aircon anzumachen. Es ist auch teuer. An sich, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Es ist ja auch wärmer als in Deutschland im Winter hier, aber dieser erste Winter war für mich so die Erfahrung. Kommt sehr drauf an, wie die Wohnung ist. Ja. Krass mit dem Sommer, das finde ich interessant, weil so viele beschweren sich halt immer echt über den Sommer. Ja. Ich meine, es ist ja auch schön, weil schönes Wetter und alles, aber es ist so wahnsinnig heiß und diese Luftfeuchtigkeit ist halt einfach so irre hoch. Bei mir ist es auch so, dass wenn es bewölkt ist, regnet und dunkel ist, werde ich müde und leicht depressiv, also schlecht gelaunt. Also Vitamin D. Vitamin D-Mangel. Also ich habe das oft bei schlechtem Wetter und deswegen ist mir der Sommer einfach lieber. Also ich gehe danach aus, das Prinzip, Frühling fällt flach wegen Heuschnupfen, Sommer fällt flach, weil es zu heiß, Winter fällt flach, weil es kalt, bleibt eigentlich nur noch der Herbst. Aber dieses Jahr war es im Herbst auch nicht so toll, weil es die ganze Zeit geregnet hat, also von daher. Ich kann mich schwer entscheiden. Als erstes würde ich sagen, erstmal Frühling, weil Kirschblüten und hübsch und sehr schön. Ja, Klischee. Ja, natürlich. Aber ja. Ja, ich finde eigentlich, dass alle Jahreszeiten seine Vor- und Nachteile hat. Sommer ist natürlich die ganzen Festivals, Feuerwerk und Co., aber es ist schweineheiß, was das wieder ein bisschen negativ macht. Herbst, Regen, aber es ist überall schön draußen und die Temperaturen werden weniger. Winter ist kalt, aber es ist nochmal Weihnachten, Weihnachtsbeleuchtung. Wie gesagt, es hat für mich hat jede Jahreszeit was Schönes, aber mein Favorit ist, glaube ich, der Frühling. Number 7. Eure Meinung zu Reisen innerhalb Japans. Wie findet ihr es? Findet ihr es teuer als jetzt zum Beispiel vergleichsweise in Deutschland? Oder ja, wie ist also eure Erfahrung bisher gewesen? Das Hauptproblem an Reisen in Japan ist ja, dass die Japaner immer alle kollektiv Urlaub haben. Also einmal Golden Week und dann Bon und dann Jahresende. Und gerade in den Zeiten sind halt Reisen extrem teuer. Da kostet Shinkansen mehr als sonst. Hotels nehmen teilweise doppelte Preise. Ja. Das ist halt immer ein bisschen problematisch, aber wenn man die Gelegenheit hat, außerhalb dieser Zeiten Urlaub zu nehmen, kann man eigentlich relativ günstig verreisen. Also Shinkansen-Preise ändern sich nicht großartig, aber Flugzeug, teilweise kann man für 10.000 Yen nach Fukuoka fliegen. Und Das ist echt günstig. auch, man kann auch in der näheren Umgebung von Tokio, also zum Beispiel in der Tochigi-Präfektur, gibt es auch sehr schöne Ecken, wo man halt für 3.000 Yen mit dem Zug einfach hinfahren kann. Ich meine, den Reisebus gäbe es ja auch noch und der ist ja auch eigentlich relativ günstig, aber es dauert halt. Ich bin damals mit dem Nachtbus nach Fukuoka gefahren für 14 Stunden. Ich habe wenig geschlafen, nicht viel, aber ich habe mich dann dort mit Freunden getroffen und war dadurch ein bisschen relativ wach. Also wäre ich alleine unterwegs gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich ins Hotelzimmer verkrümelt. Aber wenn ich dann wirklich was vorhatte, ging es den Tag über. Aber sagt das, man spart sich mit dem Bus dann eine Übernachtung und die Fahrtkosten, also man hat alles in einem, aber man muss halt ein bisschen auch der Busmensch sein. Also mit meinem Mann kann ich das nicht machen, der kann den Bus nicht ausstehen. Deshalb, man muss da ein bisschen drauf achten. Man kann mit dem Bus übersparen, aber es kommt so ein bisschen auf die Person drauf an, wie es ist. Ja, man muss halt schauen, ja, also manchmal ist es, man kriegt schon günstige Angebote ab und an. Ich bin auch für günstig, für wenig Geld nach Hokkaido geflogen und bin auch schon mit dem Nachtbus gefahren und na, das sind so manchmal, ne? Also Flüge, auch würde ich sagen, die Busse, die Highway-Busse und ansonsten, Wenn du in der Golden Week mit einem Highway-Bus fährst, der ist so krass verspätet. ja. Echt? Sind wir zum Fuji gefahren in der Golden Week, der war 3 Stunden verspätet. 3 Stunden in Japan? Oh ja, Das ist heftig. Einfach nur wegen Stau. Ja, weil halt alle gerade verreisen. Ja, das ist ja das Problem. Ja, immer das alle auf einmal. Alle auf einmal. Ja. Also nicht in dieser Ja, nicht Saison. in der Golden Week nach Japan kommt. Golden Week ist immer ganz
Ganz arg, ja. Man denkt dann in der Golden Week, lieber nicht verreisen, lieber in Tokio bleiben, aber Tokio, genau da kommt dann die voll. ganze Es Außen ist auch. überall. ja, es Weil ist alle, schön. die nicht in Tokio wohnen, kommen Die ja kommen über dann die Golden her. Week. Kommt dann, ja, genau. Also am besten einfach in der Bude bleiben und verbarrikadieren und fertig. Genau. Ja, einfach verstecken und sich die Zeit erholen. Netflix und Chill. Sagt man einfach, dass es gesagt ist, weil viele sagen, Reisen in Japan so teuer als Tourist, definitiv. Aber wir können alle keinen JR-Pass haben und der JR-Pass ist wirklich zum Reisen perfekt, aber wenn man hier wohnt, geht das nicht mehr und man muss wirklich überlegen, wie man von A nach B kommt. Ja. Ja, auch wenn man jetzt hier arbeitet, hat man auch grundsätzlich gar nicht mehr so viel Zeit zum Verreisen. Das kommt auch noch dazu. Ja. Weiter geht's. Number 8. Yay. Aus welchen Gründen bevorzugt ihr in Japan zu leben? Also bei mir ist es so, ich habe in Deutschland nicht viel unternommen, da ich mich halt vorwiegend für Japan interessiere und da in Deutschland halt nicht viel war, was ich unternehmen konnte. Wenn ich mit meinen Freunden getroffen habe, dann waren wir meistens bei denen zu Hause und haben da was gemacht. Und ja, und hier in Japan gibt es halt so viel, was man machen kann. Es ist immer was los, es gibt die zeitlich limitierten Sachen, das heißt, es gibt auch mal wieder was Neues und es ist wirklich so, dass ich jedes Wochenende inzwischen verplant bin, wo ich früher in Deutschland auch zu Hause gesessen habe. Also mir gefällt das, dass ich hier sehr viel unternehmen kann. Es ist natürlich ein bisschen stressig, das vermisse ich dann ein bisschen schon, dass ich einfach mal ein bisschen Ruhe habe, aber die kann man sich ja auch nehmen. Aber es gibt immer die Möglichkeit, irgendwas zu machen, was ich sehr schön finde hier. Das ist schon ziemlich auf Tokio, die Gegend bezogen, wo auch wirklich sehr viel los ist. Ich denke, Osaka und Nagoya wird auch noch relativ viel los sein, aber Na, guck, das bleibt auch. Ja, stimmt. Also wir sind schon hier sehr auf der Partymeile. du hast ja in Tokio schon mehrere Partymeilen auf Ja. dem Ziel. Mir persönlich gefällt am besten die Mentalität, der Unterschied mit der Mentalität. Das hat seine guten und schlechten Seiten, aber dass Japaner ruhiger sind, weniger emotional sind als Deutsche, da bin ich schon in der Vergangenheit oder auch jetzt, wenn ich mich mit deutschen Freunden treffe, ab und an mal angeeckt, dass wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, dann ist es eher in Deutschland, artet es manchmal aus. Es ist sehr anstrengend. Ja. Das in meiner Familie zum Beispiel auch. Und jetzt ist es mir zum Beispiel erscheint mir sehr angenehm in meinem Job. Also zumindest meine Arbeitskollegen sind also relativ, ich weiß gar nicht, ob ich ehrlich sagen kann, wenn ich was falsch mache, wird mir das gesagt, aber eben auf eine sehr ruhige und angenehme Art und Weise. Und dann hat man gesagt, richtig beim nächsten Mal und alles ist gut. In Deutschland bin ich da schon angeschrien worden, als ich gearbeitet habe und das ist uncool und ja. Ja, also ich kann mich auch anschließen, dass ich in Japan viel mehr draußen mache als drin. In Deutschland war ich eigentlich wirklich so ein Kellerkind, habe die ganze Zeit vom PC gesessen. Und dann natürlich das japanische Essen, was einfach so viel geiler ist als Deutsch. Oh ja. Ja, großer Punkt. Ja. Oh ja, da sagst du was. Und man kann ja auch relativ günstig essen gehen. Stimmt. Gerade wenn man mittags essen geht, zahlt man meistens weniger als 1000 Yen für eine Blumentopf. vollwertige Mahlzeit. Oder für einen Blumentopf. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwie Fan von einem japanischen Franchise ist, wird man hier im Prinzip nur mit Merchandise und diversen anderen Dingen zugeschüttet und man kommt eigentlich gar nicht immer hinterher alles kaufen. Events und überhaupt, stimmt. Ja. Allgemein, ich genieße es, dass ich einfach zu meinen japanischen Bands gehen kann. Es gibt andauernd Konzerte, ich kann da andauernd hingehen und in Deutschland wartet man auf Bands wie Muck, wartet man 5 Jahre, bis die mal wiederkommen und hier kann ich fast jeden Monat einmal gehen. Also das ist schon der Vorteil, wenn man in Tokio lebt. Allerdings ist es manchmal schwieriger, an Konzerttickets ranzukommen. Ja, yes. So Leute, vorletzte Frage. Nummer 9. Kriege ich jetzt nicht so gut. Wenn ihr euch etwas aus Deutschland schicken lassen wollen würdet, was würde alles in das Paket reinkommen? Nutella. Also, so viele Sachen vermisse ich gar nicht aus Deutschland tatsächlich. Aber, naja, zum Beispiel, was ich in letzter Zeit, das kann ich mir aber leider nicht schicken lassen, so deutschen Kuchen. Weil der japanische Kuchen ist sich so ähnlich. Es ist immer was mit Sahne. Und halt, ich lasse mir immer Schokolade schicken, ganz, ganz viel. Ja, hauptsächlich, ich bin so ein Schokoladenmensch, ich kann davon leben. Und also, ich meine, es gibt ein paar gute Sorten hier, aber es ist ein bisschen, im Vergleich zu Deutschland ein bisschen begrenzt. Also ich habe das
Glück, dass meine Eltern und Großeltern mir relativ viel sogar aus Deutschland schicken. Ich kriege eigentlich fast jeden Monat ein Paket. Survival-Paket, wow. Und hast da ein ist- Abo. Ja, das ist so Amazon Monthly Abo oder so. Nee. Da sind meistens ist da Müsli drin und ganz viel Süßkrams und weil meine Eltern Zahnärzte sind, immer mal Zahnbürsten und Zahnpasta. Oh ja, Das ist habe ich toll. auch. Meine Mutter hat mir mal, ich habe mal einmal gesagt, schick mir bitte mal Zahnbürsten und dann hat sie mir gleich so ein Bündel mit Zahnbürsten. Ich habe auch sogar noch die deutsche Zahnpasta, weil die ist mir in Japan fast so teuer. Die kriege ich in Deutschland definitiv billiger. Deshalb hole ich auch die Zahnpasta, wenn ich einmal in Deutschland bin. Sachen, die ich gerne hätte, die man auch nicht schicken kann, ist Käse, Käse. Müller Milchreis und Quark. Weil Quark dazu ja auch. Quark. Übrigens Hashtag wegen Namen hin. Hashtag Werbung. Also ich bekomme meistens so 1-2 Mal im Jahr ein Paket, wo ich mich entscheiden kann, was ich möchte. Wie schon gesagt, es sind meist Süßigkeiten drin, weil einfach es hier ein paar Schokoladensorten und Süßigkeitensorten nicht gibt, die ich gerne esse. Pfefferminzschokolade und auch alles andere, was an Süßigkeiten da ist. Ich lasse mir auch die Knorr und Maggi Tüten schicken, wo ich einfach Soßen machen kann, wie Bolognese oder Carbonara. Einfach, weil es solche Pulvertüten hier in Japan gar nicht gibt. Ich sehe immer nur die fertigen Soßen und die schmecken nicht, wenn man die aus der Tüte holt. Deshalb ist es fix zu Hause gemacht, dass ich mir die Tüten auch aus Deutschland schicke. Ansonsten ist es eigentlich, jetzt kommt Weihnachten, ich lasse mir die Backzutaten schicken. Alles mögliche, was für Kokosmakronen, die Kokosraspeln, die gemahlene Mandeln, weil das ja einfach super teuer ist. Deshalb, ich lasse mir jetzt für Weihnachten mein Weihnachtspaket eine Menge Backzutaten für die Weihnachtsplätzchen schicken. So Leute, die letzte Frage. Number 10. Yay! Ja, was habt ihr denn so für Tipps und Ratschläge für Leute, die ja, sich halt auch so gerne vornehmen wollen würden, auszuwandern? Man sollte jetzt nicht von heute auf morgen beschließen, ich wandere nach Japan aus. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen auch gar nicht so einfach umzusetzen. Aber viele haben halt von Japan diese Idealvorstellung, die aus Anime, Manga oder aus Videogames haben. Und die haben halt mit der Realität nicht allzu viel zu tun. Deswegen, wenn man vorhat, längerfristig in Japan leben zu wollen, sollte man es erstmal ausprobieren. Und als Deutscher hat man ja mit Working Holiday die Möglichkeit für ein Jahr mit relativ wenig Startkapital nach Japan zu kommen oder auch als Austauschstudent hat man relativ viele Möglichkeiten, dass man erstmal versucht, ein Jahr in Japan zu leben und guckt, wie man damit klarkommt. Also es geht es auch nicht nur um Sachen wie Arbeitskultur oder halt die Kleider und Wohnung, sondern auch zum Beispiel Klima. Es ist relativ anders als in Deutschland. Teilweise kommen im Ausland mit dem Klima nicht so gut klar und auch Essen. Wenn man jetzt als Deutscher wahrscheinlich eher so ein ballaststoffreiches Essen gewöhnt ist und in Japan dann hauptsächlich Reis isst, dann ist es auch wieder eine Umstellung, mit der man erstmal gucken muss, ob man da wirklich klarkommt. Und viele stellen auch, nachdem sie ein Jahr in Japan war, fest, nee, mir gefällt es doch nicht so gut, wie ich dachte. Und sagen dann, nee, ich bleibe lieber in Deutschland. Auch würde ich sagen, bereitet euch schon mental oder sozusagen vorher drauf vor, wenn ihr nach Japan gehen wollt. Schaut nach, wie Wohnungen aussehen. Schaut nach, wie ihr zurechtkommen würdet. Was es denn in Japan alles nicht gibt, was man in Deutschland eigentlich hat. Man sollte auch unter anderem beachten, dass man in Japan bei der Krankenversicherung zubezahlen muss, wenn man zum Arzt geht. Also dass man 30% extra bezahlt. Das muss man in Deutschland nicht. Das sind alles so Sachen, auf die man sich Englisch mal vorher informieren kann und dann, bevor man nach Japan kommt, weiß man Bescheid, was einen erwartet. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und nicht einfach sehr blauäugig hierher kommen und denken, ja, alles ist wunderbar und dann steht man auf einmal vor Problemen, die man noch gar nicht so irgendwie auf dem Schirm hatte. Ihr habt schon so viel gesagt, ich weiß gar nicht, was ich da noch hinzufügen soll. Aber es gibt schon viel, auf jeden Fall das Allerwichtigste, sich informieren. Das Wichtige ist, denke ich, einfach vorbereiten und ausprobieren. Die Lebenserhaltungskosten unbedingt mal durchrechnen, ob ihr euch das leisten könnt. Tokio ist unglaublich teuer. Findet man bestimmt online auch ganz viel Informationen, wie viel Geld man noch ungefähr braucht. Ja, also ich bezahle hier ja ungefähr 3-mal so viel wie in Deutschland an Miete und insgesamt an allem. Mietkosten, Essenskosten, wenn man selber kocht, wenn man einkaufen muss, wenn man regelmäßig essen gehen möchte. Das kann abends relativ teuer werden. Fahrtkosten ist auch ein großer Punkt.
wird bei Arbeit teilweise übernommen, aber wenn man privat unterwegs ist, kommen auch manchmal sehr viele Fahrtkosten dabei. Einfach mal ein bisschen durchkalkulieren, was man denn so an Kosten auf einen Monat zukommt und ob man die mit normalen Arbeit dann auch wieder reinkriegt. Und Leute, die Tattoos haben, haben das Problem in Japan, dass es hier nicht so anerkannt ist. Zum Beispiel. Ja, oder auch wenn jemand Krankheiten hat, wo man regelmäßig zum Arzt muss oder regelmäßig Medikamente nehmen muss, auch informieren, ob die in Japan überhaupt erhältlich sind, weil das Problem hat man teilweise auch. Ja, das ist ein großer Schritt, auf den man sich gut vorbereiten sollte. Ja. Und man sollte eventuell auch darüber nachdenken, dass man irgendwas in der Hinterhand hat, falls es eigentlich dann doch nicht funktioniert, dass man in Deutschland irgendwie heil wieder ankommt. Erdbeben und sowas. Ach ja, die Natur. Typhoon. Nicht vergessen eben. Das ist ja auch noch alles da. So, das waren alle Fragen. Ich hoffe, wir konnten euch ja eure wichtigsten Fragen, die euch auf der Seele brannten, beantworten. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Schaut auf jeden Fall mal bei den Mädels vorbei, was sie so online fabrizieren. Die Links findet ihr alle unten. Und ja, in diesem Sinne, 1000 Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Yay!